Hallo zusammen! Vor kurzem ist die neue Garmin Instinct Crossover AMOLED erschienen. Im Rahmen eines Kurztests habe ich für euch die Uhr getestet und möchte zeigen, was euch die Garmin Instinct Crossover hier alles bieten kann. Die Garmin Instinct Crossover AMOLED erscheint dabei in einer Größe mit 46,6 mm. Sie hat eine Dicke von 15,1 mm und ist 67 Gramm schwer. Dabei erscheint die Uhr in zwei verschiedenen Farben. Du kannst dich einmal zwischen Bronze und Anthrazitgrau entscheiden. Letztere Farbe seht ihr hier im Video. Und es gibt dann auch noch eine Tactical-Version, die erscheint dann hier in schwarz, ist aber nicht Bestandteil dieses Videos. Die Garmin Instinct Crossover AMOLED erhält, wie der Name schon sagt, ein 1,2 Zoll großes AMOLED-Display. Dieses kann aber hier kein Touch, das heißt also, es wird komplett hier auch über Tasten gesteuert und das Display löst mit einer Auflösung von 390 x 390 Pixel auf. Geschützt wird das Display dann hier mit einem Saphirglas, was natürlich sehr robust gegen Kratzer ist. Die große Besonderheit der Uhr ist aber nicht das Display, sondern hier die Zeiger, die wir bekommen. Ihr seht, wir haben hier ganz normale klassische mechanische Zeiger. Die zeigen uns einmal natürlich hier die Uhrzeit an, aber es gibt noch weitere Besonderheiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel durch die Menüs gehe, passen sich dann die Zeiger an. Oder wenn wir dann zum Kompass zum Beispiel gehen, bekommst du mit den Zeigern auch direkt hier die Nadel angezeigt. Das heißt also, wenn ich jetzt drehe, drehen sich dann auch die Zeiger hier mit. Du hast aber nicht nur den klassischen Kompass mit dabei, du hast auch die Option, mit einem Referenzpunkt dich hier navigieren zu lassen. Und solltest du zum Beispiel eine Aktivität durchführen, wird dann auch mit den Zeigern hier die Herzfrequenz angezeigt oder auch den Leistungsbereich, wo du gerade unterwegs bist. Eine weitere Besonderheit ist auch, dass wir hier diese weißen Punkte hier sehen, die weißen Streifen. Das Ganze haben wir auch hier auf den Zeigern. Das soll einfach dafür dienen, dass du beim ausgeschalteten Display in der Nacht auch die Uhrzeit ablesen kannst. Das ist aber leider sehr dunkel und da würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass es etwas heller wäre, um die Zeit dann auch ohne ein Display abzulesen. Weitere Besonderheiten haben wir dann aber auch beim Zifferblatt. Wenn wir uns das Zifferblatt mal genauer anschauen, kann man sehen, dass das hier im Hintergrund beleuchtet wird. Das heißt also, da wo der Zeiger steht, ist dann noch etwas heller. Generell können wir uns die Zifferblätter mal anschauen. Wenn wir da reingehen, hier gibt es nämlich dann auch viele Besonderheiten bzw. auf die Uhr angepasst. Jetzt einfach mal auf Neu hinzufügen. Dann sehen wir auch schon die verschiedenen Zifferblätter, die dann hier auch im Hintergrund jeweils leuchten. Wenn ihr da mal auf den Zeiger schaut, könnt ihr sehen, hier zum Beispiel so eine gelbe Farbe. Und wenn ihr im dunklen Bereich seid, fällt das dann etwas mehr auf. Und so habt ihr dann auch mal einen Überblick, was ihr dann hier als Zifferblätter auf der Instinct AMOLED Crossover angeboten bekommt. Ein weiteres Feature, was die Garmin Instinct Crossover bekommt, ist dann auch die Taschenlampe. Das heißt also, ich habe mir zum Beispiel links unten auf die Schnelltaste die Taschenlampe mal draufgelegt. Du hast die Möglichkeit, hier nämlich zwischen 4 verschiedenen Stufen die Helligkeit auszuwählen. Das ist immer hier so leicht grau hinterlegt. Und wenn ihr sie aktiviert, seht ihr, habt ihr dann auch direkt die Taschenlampe in den verschiedenen Helligkeitsstufen, die ihr haben möchtet. Und das Gegenlicht ist an dieser Stelle rot. Das heißt also, das kannst du dann draußen auch verwenden. Und möchtest du mit der Uhr schwimmen gehen, dann hat sie eine Wasserdichtigkeit bis zu 10 ATM. Im Bereich der Konnektivität bekommt ihr mit der Garmin Instinct Crossover AMOLED dann einmal hier einen Bluetooth-Chip angeboten, aber auch ANT+. Das heißt also, du kannst mit der Uhr zum Beispiel einen klassischen Rollentrainer verbinden, der zum Beispiel Leistungswerte wiedergibt oder natürlich dann auch Leistungswerte direkt von einem Pedal, wenn du draußen unterwegs bist. Es werden Brustgurte unterstützt, Radar, aber auch die InReach-Funktion ist möglich und solltest du einen Hund haben, kannst du auch die Dog-Track-Funktion hier mit dieser Uhr verwenden. Und es gibt natürlich dann auch einen barometrischen Höhenmesser. Zu einem kann der natürlich Etagen messen, aber du hast auch die Möglichkeit, hier die Unwetterwarnung zu aktivieren. Das wird ebenfalls hiermit unterstützt. Es gibt aber dann doch ein kleines Manko. Die Garmin Instinct Crossover AMOLED erhält nämlich keinen WLAN-Chip. Das heißt also, sowohl Over-the-Air-Updates als auch Synchronisation über das WLAN ist mit der Uhr nicht möglich. Besser gesagt, möchtest du Updates machen, musst du sie sehr umständlich übers Handy durchführen, was sehr lange dauert, oder über Garmin Express. Was ich ebenfalls sehr schade finde, ist, dass die Garmin Instinct Crossover AMOLED die alte Menüführung hat. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel in eine Aktivität hineingehen, bekommt er natürlich hier einmal die täglichen Trainingsvorschläge angezeigt, aber ihr habt zum Beispiel jetzt nicht die Komplettübersicht, welche Funktionen es hier alle gibt, wie wir es zum Beispiel jetzt von der Phoenix 8 kennen, der Forerunner 970 oder der Venue 4. Ihr müsst noch ganz oldschool-mäßig hier länger auf die linke mittlere Taste drücken, um hier in die Einstellung hineinzukommen. Das gleiche ist auch beim Fokusmodus, den gibt es ebenfalls nicht mit der Uhr, als auch hier die generelle Menüführung, die wir jetzt hier von den neuen Uhren kennen. In den allgemeinen Widgets sind dann auch nicht vorhanden. Und solltest du mit den Augen Probleme haben, was kleine Schrift angeht, ich habe jetzt hier die Uhr auf die maximale Schriftgröße eingestellt. Du kannst einfach zwischen groß und klein entscheiden. Und ja, ich zeige euch einfach mal, wie das Ganze dann aussieht, ob das dann für euch passt oder auch nicht. Im Bereich der täglichen Widgets
bekommt ihr bei der Garmin Instinct Crossover AMOLED natürlich einmal das Wetter angezeigt mit den Höchst- und Tiefstemperaturen, aber dann auch die Prognosen für die nächsten Tage und nächsten Stunden sind mit dabei. Und es gibt natürlich auch einen 12-Stunden-Trend und natürlich die Luftqualität darf an dieser Stelle auch nicht fehlen. Was wir aber nicht bekommen, ist dann zum Beispiel ein Wetterradar. Was natürlich dann auch nicht fehlen darf, ist dann Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Der wird ebenfalls mit unterstützt. Einmal seht ihr das hier direkt auf der Oberfläche, aber wenn wir ins Widget hineinbegehen, sehen wir dann auch mal einen generellen Verlauf des Tages. Ihr könnt dann rechts oben auch das Datum ändern und wenn ihr tiefer in die Daten hineingeht, seht ihr dann auch nochmal generell den Verlauf der Sonne für den Tag, aber dann auch nochmal die Zeiten im Detail, wann zum Beispiel da die Dämmerung ist. Das habt ihr auch mit dabei. Und solltet ihr Angler sein, habt ihr natürlich auch eine schöne Übersicht, wann dann die Mondphasen sind. Das wird auch mit unterstützt. Wir sind momentan Dreiviertelmond und hier seht ihr dann schön im Detail, ob der Mond jetzt abnimmt oder zunimmt. Hier könnt ihr dann auch durch die verschiedenen Tage scrollen und vielleicht dann noch in die richtige Richtung. Ich bin gerade rückwärts gefahren. So, jetzt sehen wir hier heute zum Beispiel 58% und dann morgen 68%. Und sehen wir hier, dass der Mond gerade aktuell zunehmend ist. Und ihr seht natürlich dann auch die Zeiten, wann der Mond auf- und untergeht. Und solltet ihr mit einem Boot unterwegs sein, zum Beispiel in der Nordsee, und möchtet wissen, wie die Gezeiten sind, auch das wird euch angezeigt. Ihr könnt dann auch mehrere Orte hinterlegen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier das Brüssel ausgewählt und sehen wir auch hier den Verlauf, auch da für die nächsten Tage, seht ihr dann, wann hier Ebbe und Flut ist. Neben den gezeigten Widgets wird natürlich dann auch ein Kalender unterstützt. Oder wenn du zum Beispiel den Garmin Messenger nutzen möchtest, kannst du es auch hier über die Uhr durchführen. Beziehungsweise wenn du generelle Benachrichtigungen auf dein Handy bekommst, werden die auch auf deine Uhr angezeigt. Und zu guter Letzt gibt es natürlich auch die alternativen Zeitzonen, falls du hier viel auf Reisen bist. Was leider nicht unterstützt wird, ist die Speicherung von Offline-Musik. Das heißt also Spotify oder Amazon Music oder Deezer kannst du zwar dann über dein Handy steuern, weil das funktioniert über die Uhr, aber wie gesagt, Offline-Musik speichern ist nicht möglich. Die Garmin Instinct Crossover AMOLED ist ja auch eine Fitness- und Sportuhr und so bekommen wir natürlich auch alle Garmin-typischen Fitnessfunktionen angeboten. Zu einem natürlich einmal die Garmin Body Battery, bei dem ihr auf einen Blick seht, wie euer aktueller menschlicher Akku ist. Mit der Stressmessung ist natürlich auch dabei. Wir sehen hier, war es ziemlich stressig. Hier vorne war es sehr entspannt. Und ihr bekommt im Detail auch nochmal angezeigt, wie sich dann die Faktoren über den Tag zusammengesetzt haben. Wir sehen jetzt hier eine Erholung um 11:09 Uhr. Und es gibt natürlich auch ein Schlaftracking, besser gesagt den Sleep Score. Hier seht ihr auf einen Blick, ob die Nacht gut oder schlecht war. Darüber hinaus gibt es auch eine Übersicht dann der Schlafphasen, wobei das immer schwierig ist, ob das jetzt falsch oder richtig ist, weil es natürlich im Schlaflabor besser erkannt werden kann. Aber zumindest die Aufwachzeiten, Einschlafzeiten werden hier bei mir zuverlässig erkannt. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass die Uhr das Nickerchen erkennt. Das heißt also, wenn du dich mittags hinlegst, kann die Uhr das dann auch erkennen, ohne Probleme. Und ihr bekommt zum Beispiel auch die neuen veränderten Atemmuster, die werden ebenfalls mit angezeigt. Das Nickerchen hatte ich ja gerade schon erwähnt, aber was wir auch bekommen, ist dann den Schlafcoach. Das heißt also, er zeigt euch an, wie viel Schlafbedarf ihr habt. Und wir sehen bei mir aktuell plus 50 Minuten. Das bedeutet, ich habe jetzt hier ein Schlafdefizit. Mir werden hier auch 8 Stunden 40 Schlaf empfohlen. Und ihr seht dann auch nochmal die Faktoren, wo es dann zusammenhängt. Zum Beispiel Herzfrequenz, Variabilität, die Uhr ebenfalls für euch ermittelt, als dann auch die Schlafqualität oder Schlafprotokoll der letzten Nächte. Das war bei mir jetzt nicht so rosig gewesen und da habe ich auch ein höheres Schlafdefizit. Neben der Herzfrequenz, wir haben es ja gerade eben schon gesehen, gibt es dann auch die Herzfrequenzvariabilität, der sogenannte HRV-Status. Der wird für euch individuell ermittelt. Wir sind hier, ich bin jetzt sehr tief im Keller, ich habe gestern Sport gemacht, habe mich nicht so wirklich gut erholt, hatte jetzt auch keine gute Nacht und das seht ihr nochmal schön im Detail, auch nochmal den Verlauf der letzten Nächte. Und wie es für eine Fitnessuhr natürlich gehört, sind natürlich dann auch die Schritte mit dabei. Diese werden gezählt, als dann auch die Stockwerke. Wir haben ja ein Barometer und natürlich dann auch die Kalorien. Und dabei wird unterschieden zwischen Aktivkalorien und Passivkalorien. Das heißt also, hier seht ihr dann auch nochmal genau im Überblick, wie viel Aktivkalorien ihr gesammelt habt und wie viel auch nicht, beziehungsweise die passiven. Und dabei ist natürlich wichtig, dass ihr dann Geschlecht, Alter und Gewicht auch richtig hinterlegt, damit die Uhr das auch wirklich gut berechnen kann. Und zu guter Letzt wird dann auch noch der Pulsoximeter unterstützt, als auch ein Temperatursensor ist auch mit dabei. Dies ist aber nur für die Außentemperatur. Wir haben leider keinen Temperatursensor am Handgelenk. Weitere Veränderungen und Neuerungen gibt es dann auch im Bereich der Sportwidgets. So bekommen wir natürlich einmal das Trainingswidget angeboten, bei dem man einen Überblick bekommt, wie bereit ihr für ein nächstes Training seid. Also besser gesagt das Trainingsbereitschaftswidget. Da seht ihr das dann auf einen Blick. Und hier gibt es dann auch verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel Schlaf, Erholungszeit, Herzfrequenzvariabilität, aber natürlich dann auch das Stressprotokoll und Schlafprotokoll der letzten 7 Tage
finden hier eine Berücksichtigung und so habt ihr es hier ganz einfach dargestellt. Daneben gibt es dann auch den Trainingszustand. Hier seht ihr dann, ob ihr vorm Erhalt habt, vorm Abbau oder zum Beispiel auch dann übertrainiert seid. Es gibt einmal die VO2 Max als auch die Herzfrequenzvariabilität als Einflussfaktor. Und hier seht ihr dann auch nochmal im Detail dann die Trainingsbelastung. Das heißt also, ein Trainingsload ist mit dabei, aber dann auch, wie sich das Training über die letzten Tage und Wochen entwickelt hat, bekommt ihr auch ebenfalls hier grafisch dann auch mal dargestellt. Es gibt dann auch noch einen Belastungsfokus, besser gesagt ist euer Training ausbalanciert. Wir sehen hier, bei mir ist es momentan der Fall. Hier werden auch die Optimalwerte angezeigt und da seht ihr das auch nochmal auf einen Blick. Als natürlich die VO2 Max fürs Laufen ist mit dabei und solltest du mit dem Rad unterwegs sein, gibt es natürlich dann auch eine VO2 Max fürs Radfahren. Voraussetzung dafür ist aber, dass du hier ein Leistungsmesser mit dabei hast. Und die Herzfrequenzvariabilität als auch die Erholung haben wir gerade eben schon gesehen. Es gibt aber noch ein weiteres Widget, das nennt sich dann hier Leistungswidget. Da bekommt ihr auf einen Blick auch nochmal hier die VO2 Max angezeigt. Aber wenn wir jetzt hier runter scrollen, sehen wir das dann auch jetzt fürs Radfahren, wie ich es gerade eben erwähnt habe, mit dem Leistungsmesser. Und es gibt dann auch einen Laktatschwellenwert, der ermittelt wird. Und natürlich dann auch noch einen FTP-Wert fürs Radfahren. Als zu guter Letzt dann auch eine Laufprognose für 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon. Dann hast du es auch mit dabei, inklusive Entwicklung, wie sich das Ganze dann über die Zeit hier entwickelt hat. Was die Aktivität selbst angeht, unterstützt die Garmin Instinct Crossover AMOLED natürlich das Laufen, Radfahren, Indoor, Outdoor. Ihr könnt E-Bike mit aufzeichnen, Wandern ist mit dabei, aber auch Freiwasser- oder Schneeschuhwandern. Und solltest du fischen gehen, wird das ebenfalls mit der Uhr unterstützt. Darüber hinaus gibt es dann auch noch einen Expeditionsmodus, der dann hier eine längere Akkulaufzeit hat. Aber du kannst natürlich dann auch mit der Uhr Triathlon aufzeichnen. Das ist dann auch möglich. Und wie ihr es von Garmin gewohnt seid, ist natürlich bei jeder Aktivität auch die Möglichkeit vorhanden, hier die Datenfelder so anzupassen, wie das für dich hier am besten ist. Im Bereich der Trainings bietet euch die Uhr dann die täglichen Trainingsvorschläge an, sei es zum Beispiel fürs Laufen, fürs Traillaufen. Und solltest du ein Leistungsmesser haben, beziehungsweise ist der FTP-Wert ermittelt, bekommst du dann auch tägliche Trainingsvorschläge fürs Radfahren angezeigt. Sollte das aber nicht lang, hast du auch die Option mit dem Wettkampf-Widget dann hier für einen Wettkampf zu trainieren. Das kannst du dann im Garmin-Kalender hinterlegen und dann wird ein eigener Trainingsplan erstellt. Oder möchtest du gegen eine ältere Aktivität antreten, kannst du es dann ebenfalls mit der Uhr durchführen, beziehungsweise möchtest du ganz individuell eigene Trainings erstellen, ist es natürlich dann auch hier mit der Garmin Instinct Crossover AMOLED möglich. Ein weiteres Feature, was die Uhr zum Beispiel beim Wandern und Radfahren und Laufen unterstützt, ist dann auch die Navigation. Besser gesagt, die Uhr bietet uns dann die klassische Krümelnavigation. Das heißt also, ihr habt jetzt hier keine Karte im Hintergrund, aber ihr könnt dann eine Linie ablaufen und die Uhr bietet uns dann auch Abbiegenweise. Das heißt also, etwa 50, 70 Meter vorher bekommt ihr dann ein Signalton, Vibration auf die Uhr, dass du dann abbiegen sollst. Einziger Kritikpunkt bei der Uhr in dieser Preisklasse ist, dass hier keine Karten mit dabei sind. Gerade mit dem AMOLED-Display würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass zumindest die Instinct-Uhren, die dieses Display haben, hier auch eine Karte im Hintergrund anbieten. Und wenn wir dann schon bei der Navigation sind, kommen wir dann auch zur GPS-Messung. Die Garmin Instinct Crossover AMOLED bietet uns dann auch hier das Multiband-GPS an. Das heißt also, das beste GPS, was Garmin aktuell auf dem Markt hat. Aber nicht nur reines Multiband-GPS ist möglich. Du kannst dann auch das sogenannte SAT-IQ nehmen. Das heißt also einen intelligenten Modus. Da sucht die Uhr dann selber aus, welche Signalstärke hier verwendet werden soll. Und das spart auf jeden Fall hier auch etwas Akku. Generell muss man sagen, dass die Uhr dann auch wirklich einen sehr guten GPS-Track aufzeichnet. Ich konnte jetzt keine großen Abweichungen feststellen. Die Wege wurden immer sehr gut wiedergegeben. Auch bei der Messung der Distanz konnte ich jetzt hier keine größeren Abweichungen gegenüber anderen Uhren feststellen, die ebenfalls hier ein Multiband- bzw. Dualband-GPS an Bord haben. Ganz spannend ist natürlich dann auch die Akkulaufzeit. Generell sind die Instinct-Uhren ja die Uhren gewesen, die immer eine sehr lange Laufzeit hatten. Das sieht bei der Instinct Crossover AMOLED etwas anders aus. Ganz einfach, ihr habt einmal ein AMOLED-Display, was einen höheren Stromverbrauch hat, aber natürlich auch die Zeiger, die sehr oft bewegt werden, was natürlich ein schöner Effekt ist. Und da ist erstmal interessant zu sehen, was Garmin hier für Werte angibt. Garmin sagt ja, im Smartwatch-Modus bekommt die Uhr eine Laufzeit von 14 Tagen hin. Vorausgesetzt ist aber, dass AMOLED-Display ausgeschaltet ist. Schaltest du es ein, sind nur noch eine Laufzeit von 5 Tagen möglich. Ganz interessant ist natürlich auch das Aktivitätstracking. Solltest du hier zum Beispiel alle Systeme und Multiband nehmen, dann sind bis zu 15 Stunden hier Laufzeit möglich, ohne eingeschalteten Always-On-Modus und bis zu 13 Stunden hier im normalen abgeschalteten Always-On-Modus. Und wie ihr es gewohnt seid, habe ich natürlich auch meinen eigenen Akkutest durchgeführt. Ich habe hier 24/7 die Herzfrequenzdaten gemessen, Blutsauerstoffwerte, den Schlaf getrackt und auch das Always-On-Display eingeschaltet gehabt. Und so kam ich auf einen Akkuverbrauch von etwa
0,835% pro Stunde. Das entspricht einer Laufzeit von 4,9 Tagen, also knapp die 5 Tage, die auch Garmin angibt. Wie gesagt, ich habe hier auch Blutsauerstoffwertmessung über den Tag angehabt. Das macht natürlich auch nochmal die Laufzeit etwas geringer. Weiter spannend sind natürlich auch die Trainingseinheiten selbst. Auch diese habe ich im Always-On-Modus durchgeführt und mit dauerhaftem Multiband-GPS, also auch die maximale Möglichkeit, die es mit der Uhr gibt. Und dabei habe ich bei einem ganz normalen Lauf einen Akkuverbrauch von 7,5% pro Stunde gehabt. Das entspricht zu einer Laufzeit von etwa 13,33 Stunden. Anders sieht es dann bei der Navigation aus, weil hier gibt es ja noch Abbiegenweise und Signalton. Das heißt also, der Stromverbrauch ist generell etwas höher und das sieht man dann auch in den Daten. Ich kam bei der Navigation auf einen Stromverbrauch von 9,6% pro Stunde. Das entspricht einer Laufzeit von etwa 10,42 Stunden. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, die Uhr während der Aktivität zu laden. Das ist auf jeden Fall dann auch möglich. Zu guter Letzt werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Herzfrequenzmessung, besser gesagt auf den optischen Herzfrequenzsensor. Und das ist leider ein Manko. Die Garmin Instinct Crossover AMOLED hat nicht den neuesten Sensor von Garmin, also nicht der von der Generation 5, sondern noch die Generation 4. Das heißt also, die Uhr ist dann auch nicht in der Lage, EKG zu messen. Oder zum Beispiel, ich hatte es ja vorhin kurz erwähnt, bei Schlaf in der Nacht kann auch hier keine Temperatur gemessen werden. Das unterstützt nämlich nur der Sensor der 5. Generation. Aber auch bei den Aktivitäten selbst ist der Sensor zwar jetzt nicht schlecht, aber nicht so gut wie der der 5. Generation. Ihr könnt ganz gut sehen bei meinem Lauf, die Uhr hat immer ein bisschen Probleme am Anfang hier die Werte richtig zu ermitteln, gerade so in der ersten Minute. Ab dann ist es ja wirklich sehr gut. Das heißt also, gegenüber eines Brustgurtes wird dann der Verlauf auch wirklich sehr gut erkannt. Bei meinem zweiten Lauf, den ich durchgeführt habe, kann man auch hier sehr gut erkennen, in den ersten 40 Sekunden hat die Uhr einen Moment gebraucht, um die Werte richtig zu ermitteln. Dann wurden die Hochs und Tiefs sehr gut erkannt. Es gibt dennoch aber hier und da ab und zu ein paar Messfehler. Und ab Minute 30 kann man ganz gut sehen, da bin ich mal bergauf und bergab gelaufen. Da gab es dann auch hier ein paar Ausreißer und nicht ganz optimale Werte. Leider habe ich es jetzt nicht geschafft, draußen mit dem Rad zu fahren. Das liegt auch so ein bisschen an der Witterung und wie früh es mittlerweile dunkel wird. Daher habe ich hier auch nur ein Indoor-Training durchgeführt. Man kann ganz gut sehen, die Höhen und Spitzen werden auch wirklich sehr gut erkannt. Das sind keinerlei Probleme gewesen. Wo der Sensor aber Probleme hat, ist dann immer wieder, wenn man im schottrigen Gebiet unterwegs ist. Da kann es auf jeden Fall zu Messfehlern kommen. Aber wie wir sehen, wenn es auf der Straße ist oder jetzt hier im Indoor-Bereich, macht die Uhr hier wirklich eine sehr gute Figur. Wo es dann aber wieder problematisch wird, ist dann beim Krafttraining. Das ist auf jeden Fall nicht die Stärke des Sensors der 4. Generation. Ja, da komme ich auch zu meinem Fazit der Garmin Instinct Crossover AMOLED. Insgesamt muss ich sagen, das Konzept zwischen Zeiger und Display finde ich wirklich sehr gut gelungen. Das hat auch Garmin wirklich sehr gut umgesetzt, dass ihr dann auch Daten direkt mit dem Zeiger angezeigt bekommt oder die Kompassfunktion. Das sind wirklich schöne Spielereien und macht die Uhr hier wirklich auch sehenswert. Auch das Design der Uhr passt hier wirklich zum gesamten Konzept. Ist natürlich hier Geschmackssache, aber ich finde es wirklich sehr gut gelungen. Einziges Manko sind auf jeden Fall hier der ältere Herzfrequenzsensor. Ich verstehe nicht, warum Garmin hier noch einen alten Sensor verbaut, weil mit 549 € ist die Uhr jetzt auch keine günstige Uhr und ich würde mir auf jeden Fall in dieser Preisklasse auch hier schon Karten auf einer Garmin-Uhr wünschen. Du kannst mir gerne einen Kommentar schreiben, was du von der Garmin Instinct Crossover AMOLED hältst. Ist das für dich eine Option oder sagst du, nein, das Design gefällt mir überhaupt nicht? Schreib es mal gerne rein. Ich freue mich auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr rund um Garmin sehen möchtest, ich habe auch mal eine Playlist gemacht, da habe ich noch weitere Uhren vorgestellt, auch viele weitere Tipps und Tricks. Oder wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe auch eine Best-of-Playlist meines Kanals. Da siehst du, was hier sonst noch so alles stattfindet. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da. Das freut mich den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für die Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.